Ja, da kann ich ja echt verstehen, warum du mit dem... Jetzt geht's, glaube ich. Danke. Hi, ich bin der Olli von Bike24 und wir sind heute hier bei Focus zusammen mit... Ich bin der Fabian, bin Entwicklungsingenieur bei Focus. Und ich bin der Matze, ich bin Produktmanager bei Focus. Und wir sind heute hier, um über das Thema Gravel zu reden. Also für mich als Mountainbiker ist die Vorstellung von Gravel, dass es irgendwie sowas ist wie das Mountainbike bis vor 10 Jahren. Was denkt ihr dazu? Also für mich sind die Grenzen da fließend zwischen Mountainbike, Rennrad und Gravel. Klar, das wildert irgendwie in allen Gebieten, ist aber für mich eine eigenständige Disziplin, also hat mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was sagst du da, Matze? Ja, für mich ist das Vielseitige am Gravel das Entscheidende. Also es ist halt ein super Einstiegsrad, durch einen Laufradtausch kannst du auf der Straße fahren oder du kannst durch den Wald fahren, du kannst einfach mal aus der Stadt abhauen und das nicht nur über asphaltierte Wege. Und dazu kommt natürlich auch, was immer mehr in Mode ist, die Bikepacking-Trips, mal eine Tasche dran und einfach mal 2 Tage mit dem Zelt raus am Wochenende. Und das ist für mich das Wichtigste am Rad. Was denkst du, für wen ist das ein Einstiegsrad? Eher für den Rennradfahrer, der keine Lust mehr auf Straße hat, oder für den Mountainbiker, der mehr Meter machen will? Also da sehe ich es wie Fabi, das sind so fließende Übergänge auch vom Mountainbiker oder vom Rennradfahrer. Also ich glaube, das ist gerade für Einsteiger ist natürlich dann ein Alurad super interessant, was so vielseitig ist. Hast du noch, du kommst ja vom Mountainbike, da ist es wahrscheinlich. Für mich ist das Gravelrad irgendwie, ich fahre damit auch Trails, die fürs Mountainbike einfach zu langweilig sind. Die werden jetzt halt mit dem Gravelrad wieder interessant. Ich kann aber die Meter dazwischen drin auf der Schotterstraße einfach mega schnell überwinden mit dem Gravelbike. Und die ganze Geometrie und sowas ist einfach halt von uns optimal auf Gravel ausgelegt und es ist einfach ein eigenes Ding und es macht einfach mega Bock. Und was gibt es da für technische Unterschiede gegenüber jetzt zum Beispiel einem klassischen Cyclocross-Rad? Also die Sitzposition ist halt komplett anders, weil ein Cyclocross ist halt für eine Stunde Rennfahren ausgelegt, also ultra aggressive Sitzpositionen. Ja. Und auf einem Gravelrad will ich ja längere Touren machen, zum Beispiel Bikepacking, da bin ich vielleicht den ganzen Tag unterwegs. Okay. Und die Front ist höher, der Lenkwinkel ist ein bisschen flacher, das ganze Fahrverhalten ist ruhiger und ich habe viel mehr Reifenfreiheit. Also in dem Fall jetzt bis 47 mm, was da heutzutage schon gefahren wird, und das kriege ich bei einem Cyclocross ja meistens gar nicht rein. Also es sind schon, zwar klar natürlich 1 Millimeter und ein halbes Grad hier und da, aber das sind im Endeffekt dann schon eklatante Unterschiede. Ja, das hört sich ja an wie ein komfortables Hardtail bis vor 10, 15 Jahren, aber ihr habt euch da ja noch ganz andere Gedanken dazu gemacht und wir konnten uns das hier vorab schon mal anschauen. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Wow. Ist es schon. Da ist es. Das ist ja ein schickes Teil. Das ist unser neues Atlas. Ja. Gutes Teil. Ich meine, sogar absenkbare Sattelstütze, hydraulische Scheibenbremsen, das ist also Gravel. Das ist Gravel für uns, ja. Ich glaube, am besten gehen wir gleich mal in unsere Werkstatt rüber und dann kann ich dir ein paar Details zeigen, was wir da so, unsere Prototypen, was wir da alles so ausprobiert haben, um zu diesem Produkt am Ende zu kommen. Okay, dann lass uns rübergehen. Ja, hier ist ja das heiße Teil schon wieder, Fabi. Dann zeig mir doch mal, was es mit dieser Gravel-Geometrie auf sich hat. Ja, genau, wie ich dir schon gesagt habe, haben wir uns da echt viele Gedanken gemacht zur Geometrie, und da wir bisher noch kein Gravelrad im Programm hatten, haben wir erstmal Prototypen gemacht, die schweißen wir in Kloppenburg. Da reißen wir einfach dann mal eine Geometrie auf, überlegen uns, ja, wie könnte so ein Gravelrad aussehen, wie stellen wir uns das vor, was ist die Unterinterpretation, und schweißen das. Und die Besonderheit davon ist zum Beispiel, dass wir eine Gabel gemacht haben, wo ich den Rake, also die Vorbiegung der Gabel, verstellen kann. Und dann halt verschiedene Testfahrten gemacht, auch mit 650B Laufrädern, 700C Laufrädern, und geguckt, welche Position, welche Vorbiegung das beste Fahrverhalten nachher bringt. Und da haben wir uns auf einen Wert, in dem Fall 50 mm, geeinigt, und das ist dann, was die finale Gabel hat. Okay. Und so haben wir einfach halt mehrere Prototypen gebaut, um halt die ideale Gravel-Geometrie zu erhalten. Und das ist dabei rausgekommen. Richtig, genau. Man sieht es schon, die Gabeleinbaulänge ist jetzt deutlich länger als bei einem herkömmlichen Cyclocross oder bei einem Rennrad. Ja. Dazu habe ich noch ein bisschen längeres Steuerrohr. Das heißt, meine Front ist höher, ich habe ein bisschen eine aufrechtere Sitzposition, einfach um längere Touren auch ohne Schmerzen bewältigen zu können. Also gerade so, wenn es um Bikepacking geht oder so, also ich bin den ganzen Tag unterwegs, dann ist einfach eine ausgewogene Geometrie ist A und O. Dann habe ich eine längere Hinterbaulänge von 425 mm, um den dicken Reifen unten zu bekommen. Bisschen flacheren Lenkwinkel, und lauter so überall so ein paar kleine Änderungen, die im Endeffekt aber ein Gravelrad ausmachen, und wo wir jetzt echt mega zufrieden sind mit der Geometrie. Ja, dann kann ich ja echt verstehen, warum du mit dem Bike auch hin und wieder auf Trails gehst. Absolut, ja.
Und Matze, was hast du dir bei der Ausstattung des Atlas gedacht? Ja, der wichtigste Punkt für mich waren erstmal die diversen Montagemöglichkeiten. Das heißt, Fabi und sein Team haben viele Möglichkeiten hier ausgeschöpft. Wir können quasi die Flaschenhalter nochmal nach unten setzen, um hier nochmal ein Frameback reinzubekommen. Ihr seht hier auch direkt an der Gabel 3 verschiedene Aufnahmemöglichkeiten, beziehungsweise 3 Gewinde an der Gabel, für zum Beispiel auch einen Schlafsack oder für so einen Commute-Sack, den man halt bekommen kann, mit einem gewissen Halter dazu. Natürlich haben wir dann auch hier oben an der Gabelkrone beziehungsweise auch am Hinterbau vom Rad haben wir die Möglichkeit, einen Schutzblech und einen Gepäckträger zu montieren für ein Equipped-Rad, das es dann auch in der Serie geben wird. Okay. Das 6.7 Equipped ist es. Und die Bikes sind halt ausgestattet mit GRX-Gruppen, also wirklich Gravel-spezifische Gruppen, die aus unserer Sicht einfach auch super gut funktionieren, ob es roughes Gelände ist, ob es wirklich auch auf der Straße ist. Das sind super solide Gruppen, wie man es von Shimano gewohnt ist, das funktioniert top. Und wichtiger Punkt für uns ist halt noch, gerade was das Cockpit angeht, dass wir einen Lenker mit 6 Grad Flair haben, das heißt, der geht ein bisschen raus an der Seite. Das stabilisiert einfach, gerade wenn man mal einen Trail fährt, und gibt Agilität durch den kurzen Vorbau. Und was euch wahrscheinlich dann auch vor der Kamera direkt auffällt am Rad, die Kabel verschwinden direkt hier im Steuersatz oben. Das heißt, wir gehen auf die komplette Integration, selbst schon im Alu-Bereich weit unter 2000 €. Auf allen unseren Rädern ist ein 45C Riddler verbaut. Den seht ihr jetzt nicht auf diesem Rad, das ist noch ein Vorserienmodell. Allerdings wird es dann in der Produktion für alle Bikes gelten. 45C Riddler mit 21C Felgen, und im Top-Bereich haben wir dann Novatec Laufräder. Hier seht ihr auch den Riddler-Reifen, den Originalreifen, den wir jetzt natürlich gerade in der Vorserie schon mal probiert haben, verschiedene Modelle. Und jetzt haben wir uns für den BTB entschieden. Der Matze hat ja schon unsere integrierte Kabelführung angesprochen. Das geht natürlich nur in Verbindung mit einer speziellen Gabel. Und wir bei Focus, wir entwickeln immer eigene Carbon-Gabel für unsere Räder, die einfach auf die Geometrie abgestimmt sind. In dem Fall auch eine Vollcarbon-Gabel mit den Montagepunkten für so Any-Cages oder was man halt also hat, um Schlafsack zu montieren. Wir haben auch eine Kabelführung für ein Dynamo zum Beispiel und solche Sachen. Matze, ich möchte noch auf unser Top-Tube-Bag, so spezielles Top-Tube-Bag hinweisen. Da kann ich natürlich so die ein oder andere Gimmick noch verstecken. Unbedingt, und zwar hier, wenn man mal irgendwie länger unterwegs ist im Winter, hat man hier noch, weißt du, nichts wärmt so arg. Was wärmt am meisten? Das Konjakchen. Genau, das Konjakchen wärmt am meisten. Das kann ich natürlich dann da noch irgendwie unterbringen für meine Tour. Und die Tasche ist bei jedem Serienrad dabei? Also die Tasche wird beim 6.9, 6.8 dabei sein schon und ist dann nachher noch bei uns im Aftermarket erhältlich. Okay, ja. Also das Atlas ist ja wirklich ein sehr schickes, aufgeräumtes Rad. Und vielen Dank, dass wir uns das vorab schon mal bei euch anschauen konnten. Es ist jetzt ab sofort auch bei uns erhältlich im Shop. Und falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.